Du bist auf der Suche nach einer Heißluftfritteuse, bist dir aber noch unsicher, welches Gerät für dich am besten geeignet ist? Dann bist du in diesem Video genau richtig, denn wir haben schon 14 verschiedene Geräte getestet. Alle unsere Erkenntnisse und was wir so herausgefunden haben, siehst du jetzt in diesem Video. Also bleib einfach dran, es geht los. Auf geht's mit unserem Vergleichstest der Heißluftfritteusen. Mit dabei sind insgesamt 14 Geräte, die man im Grunde in 3 verschiedene Kategorien einteilen kann. Kategorie 1: Die preiswerten Geräte. Hierbei handelt es sich in erster Linie um recht einfach gehaltene Produkte ohne viel Schnickschnack. Dazu gehören zum Beispiel die Geräte von Beiter oder Kessa, aber auch Severin ist hier vertreten, genauso wie Princess oder Medion. Kategorie 2: Die etwas anderen Geräte. Hier sehen wir vor allem kleinere Marken, die meist im mittleren Preissektor einzuordnen sind und versuchen ihr Produkt mit einer Besonderheit auszustatten, um dadurch etwas anders zu sein als die Konkurrenten. Was genau das sein kann, erklären wir gleich noch etwas genauer. Nennen kann man hier die Geräte von Klarstein und InSky sowie die AF300 und AF400 von Ninja. Besonders beliebt zeigte sich nach unserem letzten Test auch die Cosori XXL. Kategorie 3: Die Markengeräte. Meist im gehobenen Preissektor anzusiedeln, locken diese Fritteusen den Kunden vor allem durch bekannte Marken, die mit einer gewissen Qualität verknüpft werden. In dieser Klasse haben wir uns aktuell ein Gerät von Tefal und eins von Philips näher angeschaut. Diese Konstellation hatten wir beim letzten Test auch schon, sodass wir insgesamt 4 Geräte der beiden Markenhersteller begutachtet haben. Die Links zu den Produkten findet ihr übrigens unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn ihr noch etwas mehr Details zu einer der Heißluftfritteusen erfahren wollt, haben wir dort auch die Einzeltests für euch verlinkt. Kommen wir nun zu unserer ersten Rubrik und das ist Ausstattung und Technik. Wenn man sich hier erstmal einen Überblick verschafft hat, merkt man zunächst, dass es im Großen und Ganzen gar nicht so wesentliche Unterschiede zwischen den Geräten gibt. Beispielsweise liegen die XXL-Fritteusen beim Fassungsvermögen in der Regel bei ca. 5 Liter. Es gibt 2 Hersteller, die davon abweichen, was man beispielsweise an der Beiter XXL gut erkennen kann. Aber grundsätzlich wird sich daran gehalten. Mit der Ninja AF400 und der Klarstein Witter Turbo hatten wir sogar Geräte in unserem Test, die deutlich darüber hinausgehen. Auch beim Temperaturbereich stechen diese beiden Fritteusen mit überdurchschnittlichen Werten hervor. Der Standard, der auf die meisten Geräte zutrifft, ist allerdings etwas enger gefasst und liegt bei ungefähr 80 bis 200 Grad. Was vordefinierte Garprogramme, sogenannte Presets angeht, liegen die meisten Fritteusen bei so um die 6 bis 8 Einstellungsmöglichkeiten. Herausstechen kann hier vor allem die Cosori XXL mit insgesamt 11. So, für einen groben Überblick mag das reichen. Was Features und Zubehör angeht, müssen wir dann aber doch zu den Kategorien zurückkehren, die wir eingangs erwähnt haben. In diesem Sinne beschränken sich die Geräte aus unserer Kategorie Preiswert im Wesentlichen auf die Basics und bringen keine oder nur wenige Extras mit. Lediglich die Kessa kommt mit einer Coolsteuerung, die das Gerät bei Bedarf aktiv runterkühlt, und bei der Severin lassen sich die Preset-Werte über die sogenannte Memory-Funktion abändern. Das war's. Viel mehr gibt's hier nicht zu sehen. Die Kessa kann auch mit einer Brotbackform aufwarten, ebenso die Princess. Ansonsten kann man froh sein, wenn hier und da mal ein Rezeptheft dabei ist. In der mittleren Preisklasse tobt dem entgegen ein Kampf um die beste Idee. In unserer Kategorie der etwas anderen Geräte sind die Produkte entsprechend stärker diversifiziert und auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten. Dabei kann man unserer Meinung nach 2 wesentliche Strömungen unterscheiden. Und zwar die praktisch orientierten und die spaßorientierten Fritteusen. Die praktisch orientierten Fritteusen zielen darauf ab, das Kochen für den Nutzer praktikabler und einfacher zu machen. Paradebeispiel dieser Art sind die Dual-Zone-Geräte von Ninja. Wie bereits die AF300 setzt auch das Nachfolgemodell, die AF400, auf 2 unabhängig voneinander bedienbare Garräume. Praktisch daran ist, dass man 2 unterschiedliche Lebensmittel gleichzeitig zubereiten kann. Angenommen, die Kids wollen Pommes und Nuggets. Kein Problem, los geht's. Ein etwas anderer Ansatz kommt von der Klarstein Witter Turbo, die mit ihrem Kuppelprinzip nicht nur einen sehr großen Garraum ermöglicht, sondern auch einen automatischen Drehmechanismus. Nutzt man hier beispielsweise den Grillkäfig, hat das den Vorteil, dass man das Gargut nicht manuell wenden muss. Es wendet sich einfach von selbst, was natürlich praktisch und komfortabel ist. Zugegeben, in der Praxis hat das auch so seine Tücken, aber dazu berichten wir später noch ein wenig ausführlicher. Die spaßorientierten Fritteusen sind, wie der Name schon sagt, etwas mehr auf Spaß beim Kochen und das Ausprobieren neuer Gerichte ausgelegt. Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich versuchen auch diese Geräte für den Kunden möglichst praktisch zu sein, was in der Regel auch gelingt. Aber man kann schon sagen, dass man hier etwas mehr auf bunte Bildchen und Spielereien setzt.
Wichtigster Vertreter dieser Art von Heißluftfritteusen ist unserer Meinung nach die Cosori XXL, die über eine recht ausgefeilte App-Steuerung verfügt, sodass man das Gerät quasi vom Sofa aus bedienen kann. Besonders cool ist auch, dass allerhand Rezeptideen in die App integriert wurden und mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung abgearbeitet werden können. Wer das nicht möchte, kann die Cosori natürlich auch ohne Wi-Fi bekommen. In dem Fall hat man immer noch ein solides Mittelklasse-Gerät, ähnlich wie die InSky XXL. Auch bei den Markengeräten hat das Handy-Zeitalter Einzug gehalten, wie man an der Philips HD 9280 sieht. Die App-Steuerung ist unserer Meinung nach auffällig nah an der Variante von Cosori. Aber unabhängig davon, wer zuerst da war. Die App-Integration ist bei beiden Geräten sehr gut gelungen. Leider gibt es in Sachen Features bei den Markenherstellern darüber hinaus keine allzu großen Sprünge. Na gut, die etwas größere Philips HD 9762 bringt neben Warmhaltefunktion, Rezeptbuch und Korbtrenner noch eine ausfahrbare Schublade mit. Aber das war's dann auch. Die beiden T-Files, und zwar egal ob die 401er oder die etwas größere 701er, sind völlig nackt unterwegs. Entsprechend gehören die beiden, was Ausstattung und Technik angeht, eher zu den Schlusslichtern in unserem Test. Überzeugen kann dagegen die Cosori mit allerhand Funktionen und der gut gemachten App-Integration. Das gleiche gilt für die Philips HD 9280, die nur bei den vordefinierten Programmen hinter der Cosori zurückbleibt. Auf dem dritten Platz haben wir die Philips HD 9762 und mit der Kessa XXL sogar eins der preiswerten Geräte. Und nochmal zur Erinnerung: Die Links zu den Einzeltests und zu den Produkten findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Soweit zum Thema Ausstattung und Technik. Kommen wir nun zum Wesentlichen, nämlich zu unserem Praxistest. Was wir uns hier als erstes angeschaut haben, ist die Bedienung. Das heißt, wir haben alle Geräte erstmal angemacht und ausprobiert, wie gut man damit klarkommt. Grundsätzlich gab es da nicht viel zu meckern. Die meisten modernen Fritteusen verfügen über ein Touchscreen. Etwas höherwertigere Geräte bringen noch etwas handfestere Elemente mit, wie beispielsweise die Philips HD 9762 mit ihrem Drehregler. Ansonsten ist das Display im Grunde bei allen intuitiv bedienbar. Im Großen und Ganzen muss man nur Zeit und Temperatur einstellen oder eines der Presets auswählen und schon läuft das Ganze. Sogar die etwas komplizierteren Fritteusen, wie beispielsweise die Ninja AF 400, bei der man unterschiedliche Garbereiche ansteuern muss, hat man sehr schnell raus. Das gleiche gilt für die App-Steuerung der Cosori XXL und der Philips HD 9280. Ein bisschen muss man das schon rumprobieren, aber große Hürden gibt es hier nicht. Auch was die Ablesbarkeit angeht, gibt es bei den Geräten keine Probleme. Einzig die Princess zeigt, wie man es nicht machen sollte. Hier kann man abgesehen von der Zeit- und Temperaturanzeige kaum etwas erkennen. So viel zum Thema Bedienung. Doch bevor wir jetzt zum Kochen kommen, möchte ich noch schnell was zu den Presets sagen. Diese Presets sind grundsätzlich erstmal gute, hilfreiche Werte, wenn man sich mit dem Gerät noch nicht so gut auskennt oder wenn man neue Produkte ausprobiert. Aber verlasst euch nicht zu sehr drauf. Macht ab und zu mal auf, schaut rein, wie sieht das gar gut aus. Wie entwickelt sich das Ganze da drin? Und dann kann man immer noch überlegen, wende ich das Ganze jetzt schon mal oder stelle ich vielleicht sogar andere Werte ein, um zum perfekten Ergebnis zu kommen. Einfach dann denken, die Presets sind grundsätzlich nur grobe Richtwerte. Entsprechend haben wir uns in unserem Test nicht zu sehr auf die vordefinierten Programme verlassen und im Zweifel lieber selbst nochmal nachjustiert. Und siehe da, auf diese Weise werden die Kochergebnisse im Großen und Ganzen richtig gut. Und das gilt für nahezu alle Heißluftfritteusen in unserem Test. Pommes werden außen knusprig und innen zart. Man muss etwas aufpassen, dass sie nicht zu trocken werden. Aber grundsätzlich erhält man ein gutes, schmackhaftes Ergebnis. Dasselbe gilt für Chicken Nuggets. Einen signifikanten Unterschied zwischen den Geräten haben wir dabei nicht feststellen können. Einzig die Klarstein muss man etwas differenzierter betrachten. Pommes aus dem Grillkäfig sind geschmacklich ebenfalls gut. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass wir uns von der konstanten Drehung etwas mehr erhofft haben. Zwar musste man die Pommes nicht selber wenden, aber ein viel gleichmäßigeres Ergebnis als in einer klassisch aufgebauten Heißluftfritteuse war das nun auch nicht. Die Chicken Nuggets, die wir ebenfalls im Käfig gemacht haben, wurden leider nicht so knusprig wie in anderen Geräten. Auch wurde die Panade durch das Wenden im Käfig etwas in Mitleidenschaft gezogen. Genau aus diesem Grund sollte man Wings auch lieber nicht in den Grillkäfig stecken. Der Grillrost ist hier definitiv besser geeignet. Geht man so vor, ist das Ergebnis optisch sehr schön. Alles ist durchgegart und geschmacklich gut. Auch bei den anderen Geräten in unserem Test waren die Wings mehr oder weniger auf diesem Level. Hier gibt es also nichts zu meckern. Gemüse ist bei diesen Fritteusen dem entgegen so eine Sache. Die heiße Luft trocknet es super schnell aus und dann brennt es sehr leicht an. Unser Tipp: Dinge, die ihr normalerweise im Topf macht, sollten auch im Topf bleiben. Soll es dem entgegen zum Beispiel ein Grillgemüse sein, kann man das schon machen.
man muss aber definitiv mit etwas Öl arbeiten. Auch sollte man den Garzustand gut überwachen und gegebenenfalls mit den Temperaturen spielen, um vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Backen klappt dem entgegen ziemlich gut. Wir haben alle Heißluftfritteusen mit Muffins ausprobiert und was soll man sagen? Gut aufgegangen, außen fest genug und innen fluffig und durch. Lediglich die Ninja AF 300 hat hier etwas geschwächelt. Die Muffins waren innen noch nicht ganz durch und sind außen etwas zu schnell knusprig geworden, was vermutlich am kleinen Garraum der Einzelfächer liegt. Beim Nachfolger, der AF 400, haben wir dieses Problem entsprechend nicht mehr gesehen. Hier waren die Muffin-Ergebnisse ungefähr wie bei den anderen Geräten. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Kochergebnisse bis auf wenige Ausnahmen bei allen Fritteusen mehr oder weniger gleich gut waren. Gute Kochergebnisse. Ja, was wollen wir eigentlich mehr? Im Grunde genommen wollten wir doch eigentlich weniger, nämlich weniger Fett. Das ist ja das, womit die Hersteller von Heißluftfritteusen werben. Und das stimmt auch. Dadurch, dass wir das Lebensmittel ja nicht mehr in Fett baden, sondern an heißer Luft garen, haben wir tatsächlich viel weniger Fett am Produkt selbst. Unterm Strich kann man also sagen, wir schmecken wieder mehr vom Lebensmittel selbst, weil es mit Fett nicht mehr übertüncht wird. Schön und gut. Aber wie sieht es mit der Handhabung aus? Ist die Anwendung einer solchen Heißluftfritteuse denn überhaupt praktikabel? Grundsätzlich kommt das sehr auf das jeweilige Gerät an. Mit Ausnahme der Klarstein kommen alle Fritteusen mit einer Schublade, bestehend aus Wanne und Garkorb. Zugegeben, bei der Ninja sind es 2 Schubladen und einen Garkorb gibt es hier auch nicht, sondern sogenannte Crisper-Platten. Solche Einlagegitter findet man übrigens auch bei den Tefal-Geräten. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, dass die meisten Fritteusen mit Garkorb und Wanne arbeiten. Und der Vorteil an diesem System ist, schlicht und ergreifend, dass man das Gargut so leicht wenden kann. Einfach Lade rausnehmen, shaken und gut ist. Bei den Geräten mit dem besagten Einlagegitter muss man dem entgegen etwas aufpassen, dass einem das Gitter nicht um die Ohren fliegt. Das war vor allem bei der Tefal etwas problematisch. Aber mit etwas Vorsicht geht das an sich in Ordnung. Ein etwas eigenwilliges Schubladensystem liefert dagegen die Philips HD 9762. Die ausfahrbare Lade hat zwar den Vorteil, dass man die Fritteuse bequemer beladen kann. Nachteil ist aber, dass man den Garkorb nur ohne Wanne rauskriegt und dadurch beim Shaken die Krümel in der Küche verteilt. Hier sollte man definitiv versuchen, beim Wenden über der Wanne zu bleiben. Wer Angst hat, dass ihm die Ohren abfallen, kann sich bei den meisten Geräten entspannen. Wir haben nachgemessen und die meisten Heißluftfritteusen kommen nicht über 60 Dezibel. Am besten abgeschnitten hat hier die Philips HD 9280 mit 53 bis 55 Dezibel. Auf dem letzten Platz liegt die InSky XXL mit 70 Dezibel. Im Vergleich mit anderen Küchengeräten haben wir aber auch das nicht als sonderlich laut empfunden. Bei der Hitzeentwicklung liegen die Geräte dann aber doch hier und da recht weit auseinander. Recht heiß werden vor allem einige der Geräte aus unserer Kategorie preiswert. Dazu gehören die Balta und die Severin, aber auch die Medion. Ebenso ist eine größere Hitzeentwicklung bei Fritteusen zu erkennen, an denen viel Edelstahl verbaut ist. Das ist zum Beispiel bei der Tefal 401 und auch bei der Tefal 701 der Fall. Es gibt natürlich auch Heißluftfritteusen, die es etwas besser machen. Dazu zählen die Philips HD 9280 sowie die Princess und auch die Cosori. Dennoch sollte man im Umgang mit den Geräten vorsichtig sein, insbesondere wenn sie noch nicht vollständig abgekühlt sind. Auch was die Platzierung angeht, sollte man darauf achten, das jeweilige Gerät auf eine hitzebeständige Oberfläche zu stellen. Auch ist es wichtig, um das Gerät herum möglichst etwas Platz zu lassen, damit die Wärme abstrahlen kann. Unterm Strich können in Sachen Bedienung und Anwendung eine ganze Reihe von Geräten starke Werte erzielen. Das liegt vor allem daran, dass es kaum Unterschiede bei den Kochergebnissen gab und dadurch die Bewertungen relativ dicht beieinander liegen und teilweise sogar gleich ausfallen. Ganz vorne finden wir die Philips HD 9280 und die Ninja AF 400. Bei der Ninja gab es leichte Abzüge bei der Hitzeentwicklung und bei der Philips hängt die Wanne ein wenig. Aber mehr oder weniger war es das dann auch. Der Rest hat uns gut gefallen. Auch das Vorgängermodell der Ninja, die AF 300 sowie die Philips HD 9762 stechen positiv heraus und mit der Balta XXL ist hier sogar eins der preiswerten Geräte vertreten. Bei der Hitzeentwicklung ist bei diesen Geräten allerdings noch einiges an Luft nach oben. Weiter sind ebenso die Medion und die Cosori aus unserer Sicht gut mit dabei. Bei der Medion sollte man jedoch gut aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Sie gehört in Sachen Hitzeentwicklung bei uns zu den Schlusslichtern. Die Cosori ist dem entgegen relativ laut. Schade eigentlich, denn das ist tatsächlich die einzige größere Schwäche, die sich dieses Gerät aus der mittleren Preisklasse leistet. Und nochmal zur Erinnerung.
Die Links zu den Einzeltests und zu den Produkten findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. In Sachen Verarbeitung haben die Heißluftfritteusen einen großen Gegner, der immer wieder zuschlägt. Nämlich unpassende Spaltmaße. Dieses Phänomen finden wir vor allem bei den günstigeren Geräten. Hier merkt man dann schon, wo gespart wird. Und so findet man allerhand auseinanderdriftende Plastikteile zum Drauf- und gegen Angucken. Über die mittlere Preisklasse wird das Ganze dann besser. Und bei den Markengeräten fügt sich dann schon alles recht gut zusammen. Philips zum Beispiel macht das Ganze ordentlich. Aber herausstechen kann hier vor allem eine Marke, die bislang noch etwas zurückgeblieben ist. Und zwar Tefal. Sowohl die 401er als auch die 701er konnten uns hier überzeugen. Aus unserer Sicht sind das die am besten verarbeiteten Geräte in unserem Test. Was die Reinigung der Fritteusen angeht, hat uns vor allem interessiert, ob die Teile spülmaschinenfest sind oder nicht. Und naja, was soll man sagen? Hier scheint es etwas auf die Philosophie des Herstellers anzukommen. Die Philips-Geräte können es. Die Ninja-Geräte können es. Princess, Balta, InSky. Auch hier ist die Spülmaschine unser Freund. Witzigerweise kann es bei den Tefal-Geräten nur die 401er. Warum die 701er es nicht können soll, ist uns ehrlich gesagt unklar. Unterm Strich ist das natürlich nur eine Kleinigkeit, macht sich in unserer Bewertung zum Punkt Verarbeitung und Reinigung aber schon bemerkbar. Zumindest für die Tefal 401 spielt das eine tragende Rolle, sodass sie sich in Kombination mit der guten Verarbeitung die Top-Platzierung sichern kann. Auch die Philips HD 9280 macht hier eine gute Figur. Die Tefal 701 und die Philips HD 9762 teilen sich den dritten Platz. Kommen wir zum Ergebnis unseres Vergleichstests. Zusammenfassend kann man erstmal sagen, dass die Geräte sich in der Kernleistung, also beim Kochen, nur wenig unterscheiden. Das heißt, dass Bedienung, Verarbeitung und das Drumherum im Sinne von Features und Zubehör für die Bewertung sehr wichtig waren. Und siehe da, im Ergebnis kommen wir zu einer sehr interessanten Konstellation. Erwähnenswert sind dabei vor allem die ersten 4 Plätze. Auf dem ersten Platz haben wir die Philips HD 9280, also im Endeffekt ein Markengerät, das über die gut gemachte App-Steuerung eine spaßorientierte Ausrichtung hat. Auf dem zweiten Platz sehen wir ebenfalls eine Philips, allerdings das Modell HD 9762, das ebenfalls als Markengerät daherkommt. Mit ausfahrbarer Schublade, Kabelkasten und Korbtrenner, aber eher eine Tendenz in Richtung der praktisch orientierten Geräte aufbaut. Im Grunde befinden wir uns also schon so halb auf dem Weg zum zweiten Garraum. Und der kommt dann auch. Und zwar auf dem dritten Platz mit der Ninja AF 400, die dann vollständig auf das Wir kochen praktisch Konzept setzt. Der Kreis schließt sich mit dem vierten Platz. Hier haben wir mit der App gesteuerten Cosori quasi das mittelpreisige Gegenstück zur Philips HD 9280. Also quasi die günstige Alternative zum Philips-Gerät. Interessant ist für uns, dass sich die Philips-Geräte nicht zuletzt aufgrund ihrer zusätzlichen Orientierung durchsetzen können. Einfach qualitativ besser zu sein, scheint in diesem Markt nicht mehr auszureichen. Es gilt, Geräte zu entwickeln, die noch weitere Mehrwerte bieten und stärker auf die unterschiedlichen Kundenwünsche eingehen. Beide Philips-Fritteusen setzen das offenkundig um, indem sie entweder praktisch oder spaßorientierte Elemente aufnehmen. Unterm Strich darf man sicher gespannt sein, was da noch so kommt. So, diese Heißluftfritteusen haben wir für dich gecheckt. Wenn da ein Gerät bei ist, was dich näher interessiert, dann schau mal unten in die Videobeschreibung, denn dort ist jedes dieser Geräte nochmal verlinkt. Selbstverständlich inklusive Einzeltest. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du noch dran bleibst, denn in der Endcard folgen noch ein paar interessante Videovorschläge.